Warum lassen die paar Tage FEC-Spieler mit 17.371er Droprate das neue Equipment farmen? Also, falls sie das wirklich so machen, ich meine, sie können das Update auch einfach nochmal verschieben. Ich meine, es gibt ja noch kein konkretes Datum, aber sie könnten auch einfach im September sagen, ja, sie haben es nicht geschafft und es kommt erst im Oktober oder so. Also dann erst nach FEC. Sie könnten, oder sie würden es ja eigentlich sinnvollerweise wahrscheinlich so machen. Third Job, 160, 65, 70, whatever, irgendwo halt im aktuellen Endgame ansiedeln. Und es geht ja aber bis 190. Und Lusagas Crystal-Waffen musst du dir vorstellen und Wild-Sachen und PvE-Sachen, das ist alles für 150. Und guck mal an, was davor stattgefunden hat. Du bist mit Bloody, hast du 30 Level bis 150 gelevelt. 30. Das heißt, alles unter 170 für neue Waffen ist komplett unrealistisch. Es könnte sogar 180 sein und im schlimmsten Fall sogar 190. Dass du mit Lusaka bis 100 oder Hernes bis 100, also bis 190 denke ich nicht, aber 180 halte ich für relativ realistisch. Entweder 170 oder 180 oder 75. Irgendwas zwischen 170 und 180. Wie gesagt, muss man sich nur anschauen, Bloody versus alle 150er Waffen sind auch 30 Level, die man mit Bloody noch machen muss. Also effektiv sind es 20, weil du hast ja Level Down noch, aber die Waffen müssen ja auch erstmal existieren. Und wenn die Waffen für 180 sind, zum Beispiel, dann wird die neue Dungeon-Schwierigkeit wahrscheinlich auch erst für 171 plus sein oder so. Oder vielleicht sogar 175 plus. Also wenn es wirklich eine Woche ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass auch nur eine einzige Waffe gedroppt wird. Vollkommen unabhängig von der Droprate, weil niemand in den Dungeon reinkommt, weil die Leute erstmal leveln müssen. Und bis auf ein paar, eine Handvoll Leute, die dann wieder jeden Tag 25 Stunden spielen, die es dann tatsächlich noch schaffen, vielleicht 10 Runs zu machen in einem neuen Dungeon, wird auch höchstwahrscheinlich nichts droppen. Ich meine, man sieht ja die Droprate in Wilds, da droppst du in 10 Runs ja auch nichts. Und die Droprate wird ja vermutlich ähnlich sein. Da wird nicht viel passieren, ehrlich gesagt. Also der einzige unfaire Vorteil wird sein, oder wäre, dass du halt noch ziemlich schnell hochleveln könntest, wegen Doppel-XP und so, und FEC-Flask. Dass du das wahrscheinlich noch so, also wahrscheinlich würde es auch viel mehr Sinn ergeben, das tatsächlich noch auszunutzen und den Charakter so hoch wie möglich zu pushen, um dann den Vorteil gegen die normalen Spieler zu haben. Weil das ist natürlich schon unfair. Burodeng 165, dann geht's bis 190 und du eierst da rum mit Amplis, mit normalen Amplis, nicht mal stackbare Amplis, außer sie machen neue stackbare Amplis, aber die werden ja auch wieder schweineteuer sein, 5 Euro pro Stunde. Wird sich ja eh keiner kaufen. Und dann, keine Ahnung, sagen wir mal, jemand auf Burodeng geht auch all in, spielt auch jeden Tag extrem viel. Dann würde der wahrscheinlich, sagen wir mal in 7 Tagen realistisch, keine Ahnung, sagen wir 175 erreichen, vielleicht 180, wenn er wirklich all in geht. Und in der gleichen Zeit könnte wahrscheinlich jemand auf FEC schon fast 190 sein. Wobei wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall, der FEC-Spieler wird mindestens 5 bis 10 Level höher sein, vermutlich mit dem gleichen Zeit- und Geldaufwand. Weil einfach dreifache XP versus normale XP. Was halt nicht unerheblich ist. Also ich denke, da wäre der größte Vorteil. Und ich imagine dann, du gehst von FEC auf den normalen Server, sagen wir Level 185 und der höchste auf den normalen Servern, auf den du drauf gehst, ist 175. Ich meine, das ist tatsächlich schon ein krasser Unterschied. Dann 10 Level Vorsprung zu haben. Und dann ist es ja wie bei FEC. Also wie bei Kriton zum Beispiel. Du erreichst das Level, das du brauchst, um den Endgame-Content zu farmen. Und dann machst du nichts anderes mehr. Levelst schnell auf das Level von Kriton. In dem Fall levelst du schnell auf das Level von einem Dungeon. Einen neuen Boss wird es ja wahrscheinlich auch geben. Du levelst schnell auf das Level von einem neuen Kriton. Und dann farmst du das einfach nur all day, all night auf den normalen Servern. Und die verminderte Droprate ist dann natürlich ärgerlich, dass du die dann nicht mehr nutzen kannst, in Anführungszeichen. Aber andererseits musst du es so sehen, wenn du dann gefühlt einer der einzigen bist, die den Dungeon überhaupt farmen können, musst du auch bedenken, die Items sind ja auf den normalen Servern trotzdem mehr wert, weil ich meine, auf FEC, gut, am Ende du könntest sie auch noch verkaufen, wahrscheinlich für sehr viel Geld, true, aber für dich selbst würdest du sie wahrscheinlich gar nicht haben wollen.
Außer wieder diese ganz verrückten Leute, die nicht normal sind. Die nicht rational denken können. Oder nicht so denken, wie normale Spieler denken. Als ob du dann ein Item im Wert von 200.000 F-Coins am Ende 2 Tage vor Ende noch mitnehmen wollen würdest. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, 99% der Spieler würden sich die 200.000 F-Coin nehmen. Ehrlich gesagt. In Ultimate Scrolls oder so. Um dann direkt zu rerollen oder so ein Scheiß. I don't know. Man. Aber in Wahrheit wissen wir eigentlich einfach nichts und von dem her muss man einfach abwarten. Am Ende kommt es ja immer anders, als man denkt.